Laufen ist eigentlich so ein schöner Sport, vor allem dann, wenn man laufen kann. Und das war genau in den letzten 12 Monaten mein Problem. Ich hatte Schwierigkeiten mit erst einer und dann noch einer anderen Verletzung und bin jetzt eigentlich in den letzten 12 Monaten nicht in der Lage gewesen, regelmäßig laufen zu können. Und das soll sich heute ändern. Ich bin auf der Laufbahn und werde das erste Laufbahn-Intervall-Workout seit 12 Monaten laufen. Ich bin jetzt endlich wieder fit genug und kann das endlich wieder machen. Schneller laufen, Intervalle laufen und ich bin super aufgeregt. Und in diesem Video möchte ich euch einerseits bei diesem Workout auf der Laufbahn mitnehmen, aber andererseits, viel wichtiger, möchte ich euch erklären, was mir am meisten geholfen hat in den letzten 12 Monaten, einerseits wieder hierher zu kommen und wieder fit genug zu werden und ja, Spoiler, Physiotherapie und viel Krafttraining haben geholfen, aber vor allem auch, was mir in den letzten 12 Monaten geholfen hat, nicht die Hoffnung aufzugeben, dass ich wieder fit genug werde, weil, wie gesagt, es war nicht einfach in den letzten Monaten. Ich hatte ja erst mit der einen Verletzung und dann mit der anderen Verletzung zu kämpfen und zwischenzeitlich sah es für mich irgendwie schon auch danach aus, dass es irgendwie sich mega lange zieht und ich überhaupt nicht wusste, wie ich da wieder rauskomme. Das war schwierig und es ist bestimmt, weiß ich nicht, jede Woche mindestens einmal passiert, dass ich mich gefragt habe, ob es überhaupt Sinn macht, ob ich mir nicht vielleicht einen anderen Sport suchen sollte, außer dem Laufen. Aber ich bin jetzt wieder hier und das ist mein Reminder an euch, falls ihr gerade auch mit irgendwas struggelt. Es lohnt sich, dran zu bleiben. Es lohnt sich wirklich und egal wie schwierig es sein mag. Also ich kann nur sagen, in den letzten 12 Monaten habe ich mich oft gefragt, ob es nicht einfacher wäre aufzugeben. Und ich hatte auch Freunde, die gesagt haben, du Melissa, wenn du irgendwie bei jedem Lauf Schmerzen hast, warum hörst du nicht auf damit? Warum suchst du dir nicht ein anderes Hobby oder so? Aber das wollte ich nicht. Und das ist mein Reminder an euch. Es kann funktionieren, wenn einem das nur wichtig genug ist. Wenn ihr gerade mit irgendwas struggelt, sei es eine Laufverletzung oder auch was ganz anderes mit dem Laufen oder auch was ganz anderes in eurem Leben, bleibt da dran, wenn es euch wichtig genug ist. Ich kann euch aus meiner Erfahrung sagen, dann werdet ihr eine Lösung finden. Vielleicht ist es nicht die erste, vielleicht ist es nicht die zweite. Also bei mir war es wahrscheinlich die 10. Sache, die ich versucht habe, die mir letztendlich geholfen hat. Da möchte ich nachher auch noch mehr drüber erzählen, aber jetzt erstmal geht's zum Workout. Hinter mir ist die Laufbahn. Ich bin jetzt gerade schon 20 Minuten hier im lockeren Tempo hergelaufen von zu Hause aus. Jetzt werde ich gleich noch ein paar dynamische Aufwärmübungen machen und dann geht's auch los. Und für heute ist erstmal geplant, ruhig und locker anzufangen. Ich gucke mal, ich glaube, ich werde 3 oder vielleicht auch 4 Mal 200 Meter laufen, im etwas schnelleren Tempo als sonst. Los geht's! So, das erste Intervall ist fertig und 200 Meter sind länger als ich dachte. Und vor allem ist es komisch, nach so langer Zeit Intervalltraining wieder ein Gefühl für Geschwindigkeit zu bekommen. Ich wollte eigentlich nicht so schnell laufen, um wieder langsam meine Muskeln an dieses schnellere Laufen heranzuführen. Das war jetzt irgendwie ein Pace knapp unter 5. Also für mich eigentlich ziemlich schnell, aber irgendwie ist es total uncool, wieder schnell zu laufen. Im zweiten Intervall werde ich gleich noch ein bisschen langsamer zu laufen und ein bisschen nicht zu übertreiben. So, ich habe mir jetzt erstmal einen Kaffee gemacht und bin wieder zu Hause von dem Laufen auf der Laufbahn. Und wie versprochen wollte ich euch ja nochmal erzählen, was mir jetzt in den letzten 12 Monaten geholfen hat, aus dieser Verletzungsphase rauszukommen, nach 12 Monaten.
Und auch was mir geholfen hat, da gar nicht die Hoffnung aufzugeben, dass ich da überhaupt mal wieder rauskommen werde. Und ich glaube, das waren im Wesentlichen 2 Sachen, die eine Rolle gespielt haben. Und ich fange immer mit dem Offensichtlichen an. Also ich war ja bei der Laufphysiotherapie in den letzten paar Monaten. Und ich hatte einerseits ja diese Chin-Splints-Probleme und dann irgendwie Schmerzen mit meiner linken Wade. Und da ist natürlich das Offensichtliche, gerade bei Chin-Splints, dass die Wadenmuskulatur gestärkt werden muss. Und da hat mir der Physiotherapeut einige Übungen an die Hand gegeben, die ich regelmäßig machen soll. Und das habe ich auch jetzt sehr diszipliniert gemacht die letzten Monate. Und natürlich hilft das, ja, das ist völlig klar. Aber eine zweite Sache, und ich glaube persönlich für mich tatsächlich, dass das der viel wichtigere Punkt war, der mir jetzt geholfen hat, aus dieser nervigen Phase der ersten in der zweiten Verletzung rauszukommen und wieder jetzt regelmäßig laufen zu gehen und auch schneller zu laufen. Und das ist tatsächlich eine psychologische Sache. Und ja, wie soll ich sagen? Was ist passiert, als ich so viele Probleme hatte? Ich bin natürlich zum Arzt gegangen und habe, also nicht nur ein Arzt, es waren 3 verschiedene Ärzte tatsächlich am Ende, bei denen ich war, weil der erste konnte mir nicht so wirklich sagen, was es ist, und der zweite hat mir dann Einlagen verschrieben und ja, der dritte Arzt hat mich dann untersucht und bei mir festgestellt, dass mein Becken schief ist, was vielleicht dann die Ursache angeblich dafür war, dass nur das eine Bein wehtut beim Laufen, das andere nicht, weil eben die Beine dann unterschiedlich lang sind und unterschiedlich auf dem Boden aufkommen. Aber der wichtige Punkt hier ist, ich war bei diesen Ärzten und die haben mir entweder was verschrieben, ne, Einlagen verschrieben oder halt gesagt, dass mit meinem Körper etwas nicht stimmt. Ne? Also mein Becken ist schief. Der Arzt hat gesagt, ihr Becken ist schief. Klar, natürlich haben sie Schmerzen in dem linken Bein, wenn ihr linkes Bein irgendwie länger ist. Und ich habe wirklich angefangen zu glauben, dass mit meinem Körper etwas nicht stimmt. Und dass ich nicht dafür gemacht bin, nicht dafür gemacht bin zu laufen, nicht dafür gemacht bin, schneller zu laufen, und habe dann irgendwann selber auch mich gar nicht mehr gewundert, dass ich Schmerzen hatte, weil ich dachte, ja klar, mein Becken ist schief, mein linkes Bein ist länger, natürlich tut's weh. Und obwohl ich auch so lange diese Übungen vom Physiotherapeuten gemacht habe, bin ich immer noch mit der Einstellung rausgegangen, wenn ich mal wieder versuchen wollte zu laufen und versuchen wollte, ob es denn noch weh tut, wenn ich schneller laufe und Intervall laufe. Ich hatte immer im Kopf, ja, aber es wird ja heute wieder wehtun, weil es hat ja immer wehgetan und dein Becken ist schief und das ist ja auch sicherlich immer noch schief und du wirst wieder Probleme haben. Also es war vielleicht jetzt nicht so bewusst, dass ich mir das gesagt habe, aber es war immer unterbewusst natürlich da, dieser Gedanke. Und in den letzten Monaten habe ich viel darüber nachgedacht und es war, glaube ich, ein bisschen Glück, dass ich dieses Buch hier gefunden habe. Das nennt sich Pain and Performance und im Prinzip geht es in diesem Buch darum, dass jeder Sportler, jetzt nicht nur Läufer, auch andere Sportler, früher oder später in ihrem Leben mal Probleme haben mit Schmerzen oder auch mit Verletzungen. Und dass man eben lernen muss, damit umzugehen, also mit diesem Schmerz umzugehen. Dass man, und das ist die Message in diesem Buch, dass man nicht denken soll, ich habe Schmerzen beim Laufen, da ist was nicht in Ordnung mit mir und ich muss jetzt zum Arzt und mich darum kümmern, sondern dass man lernt, okay, da ist ein Schmerz. Wenn ich zum Beispiel, so wie es bei mir jetzt war, wenn ich mehr als 4 Wiederholungen auf der Bahn laufe, schnell laufe, kommt da ein Schmerz in meinem linken Bein. Dass man dann nicht denkt, dass das ein Problem an sich erstmal ist, sondern dass man erkennt, okay, mein Körper zeigt mir da gerade auf, da ist eine Grenze. Da ist vielleicht eine Belastungsgrenze erreicht. Und dass man eine positive Selbstwirksamkeitserwartung entwickelt, mit diesem Schmerz umzugehen. Und ich glaube, das war tatsächlich in den letzten Monaten mein Problem. Immer wenn ich Schmerzen hatte, war das, weil ich es ausgereizt habe. Ich bin rausgegangen und wollte Intervalle laufen, so wie ich das früher, sage ich mal, gemacht habe, bevor ich überhaupt zum ersten Mal diesen Schmerz hatte. Ich bin rausgegangen, wollte Intervalle laufen, habe 5, 6 Intervalle gelaufen, der Schmerz war wieder da und ich habe mir gedacht, warum ist da ein Schmerz? Der war sonst nicht da. Denn mein Körper ist irgendwie nicht gut genug. Ich habe irgendein Problem und ja, ich muss mich erstmal um dieses Problem kümmern, das Problem beseitigen, mein Becken wieder gerade kriegen. Und ich habe jetzt aber gelernt in den letzten Monaten, es ist nicht so schlimm, wie man vielleicht im ersten Moment denkt, sondern vielleicht hat man die falsche Herangehensweise, oder hatte ich die falsche Herangehensweise. Und was ich jetzt für mich gemerkt habe, ist, ich kann rausgehen auf die Laufbahn und ich kann ein Workout laufen und wenn ich nur 4 Wiederholungen mache, ist alles gut, keine Schmerzen. Und ich werde jetzt erstmal in dieser Grenze, sage ich mal, meines Körpers bleiben, weil der Schmerz, der sonst immer bei der 5. und 6. Wiederholung kam, zeigt mir da eine Grenze auf. Vielleicht, warum auch immer, ist meine linke Wade jetzt gerade nicht belastbar genug, um 6 Wiederholungen in einem bestimmten Tempo zu laufen.
Aber 4 Wiederholungen sind kein Problem. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Prozess da. Ein Lerneffekt fürs Gehirn, dass man rausgeht und sein Laufworkout macht, 4 Wiederholungen macht, es fühlt sich gut an, keine Schmerzen. Und dann hört man auf man hört dann auf mit diesem positiven Gefühl von, ich habe da gerade etwas gemacht, etwas Anstrengendes für meinen Körper, aber es war vollkommen in Ordnung und jetzt fühle ich mich gut und jetzt lasse ich gut sein. Und wenn ich dann das nächste Mal wieder rausgehe, kann ich vielleicht versuchen, in einer Woche oder so, mal wieder 5 Wiederholungen zu machen auf der Bahn. Und dann auch zu merken, ist alles gut. Da hat sich vielleicht dann die Wade schon an diese Belastung angepasst und kann eine Wiederholung mehr machen. Und dann in 2 Wochen versuche ich mal 6 Wiederholungen zu machen. Und da wirklich mit diesem Schmerz, sage ich mal, zu arbeiten. Also zu erkennen, wo sind gerade meine Grenzen. Was kann mein Körper gerade leisten? Und ich bleibe in diesem Rahmen. Und gehe nicht ständig darüber hinaus und ärgere sozusagen meine Muskeln und meinen Körper und versuche mehr zu leisten, als er vielleicht gerade leisten kann. Und das ist eine wirklich wichtige Sache, die ich jetzt in den letzten 12 Monaten gelernt habe. Man sollte mit seinem Körper arbeiten, auf seinen Körper hören und dann funktioniert es auch. Und dieser Lösungsansatz, den ich jetzt für mich da persönlich gefunden habe, war wahrscheinlich die 6. oder 7. Sache, die ich probiert habe. Das war ein bisschen schwierig in den letzten Monaten. Ich habe mich oft gefragt, ob ich nicht mit dem Laufen aufhören sollte, ob das überhaupt Sinn für mich hat. Also das habe ich wirklich sehr oft gedacht. Es gab Phasen, wo ich nachts aufgewacht bin und dann gedacht habe, ich habe Schmerzen im Bein. Ich würde eigentlich gern wieder laufen, aber es geht nicht. Ja, vielleicht sollte ich mir ein anderes Hobby suchen. Aber ich habe da die Hoffnung nicht aufgegeben, dass es eine Lösung gibt. Und es war ein langer Prozess, aber ich würde sagen, ich habe da jetzt für meine eigene Problematik eine Lösung gefunden. Und ich glaube, dass das für viele Sachen im Leben gilt. Man muss manchmal dranbleiben und manchmal öfter wieder aufstehen, obwohl man das Gefühl hat, jedes Mal wieder auf die Nase zu fallen. Aber wenn einem Dinge wichtig sind, dann sollte man dranbleiben. Und ich kann nur aus meiner Erfahrung mit dem Laufen in den letzten 12 Monaten sagen, dass ich für mich eine Lösung gefunden habe. Die Lösung kam von ganz unerwarteter Seite und auch in einem Moment, wo ich irgendwie gar nicht gerade damit gerechnet habe. Aber es passiert und die Dinge werden wieder besser. Und falls ihr jetzt auch gerade mit irgendwas, mit dem Laufen oder mit einer ganz anderen Sache in eurem Leben struggelt, dann ist das hier euer Reminder, da dran zu bleiben und weiterzumachen und daran zu glauben, dass das irgendwann wieder besser wird und ihr eine Lösung finden werdet. Ja, vielen Dank, dass ihr das Video geschaut habt. Wenn euch das Video in irgendeiner Weise weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr dem Video ein Like gebt oder auch ein Abo dalasst, weil bei meinem Kanal dreht sich alles ums Laufen und das Drumherum, vor allem das mit dem Mindset. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!